Diese Woche in der Schweiz. In Bern ziehen 10.000 Leute nachts durch die Stadt. Ziel: eine Versicherung und eine Immobilienfirma. Eingeschlagene Scheiben, Antifa-transparent, selbstgebauter Wasserwerfer. Migros und Coop schmeißen erst einen Influencer aus dem Sortiment, der die junge Tat toll findet, und jetzt kippen sie auch noch amerikanische Romantik aus dem Toastbrotregal. Und im Kanton Aargau gräbt jemand eine Grube mit einem Grubengrabgerät. Darin soll die größte Redox-Flow-Batterie der Welt stehen. Daneben ein KI-Rechenzentrum, das einen Großteil davon wegfrisst. Und mit dem herzlich willkommen bei Bünzli Breaking. Ich bin der Bünzli und ich habe vor 2 Tagen mit dem Rauchen aufgehört. Ohne Ersatz. Kein Pflaster, kein Kaugummi, kein Vape, kein gar nichts. Wir schauen mal, wie sich das aufs Video auswirkt. Ich bin aktuell noch komplett zwischen Nervenzusammenbruch und Euphorie, unterbrochen von spontanem Husten wie so der Brunftschrei von einem Hirsch. Ein Kommentar, wie das Video so war oder sich verändert hat, wäre recht interessant. Oh, linke unbewilligte Demo. Den werden wir wohl mal wieder über Sachschäden reden. Ist halt immer noch scheiße. Aber gerade mal vorweg, linke Gewalt richtet sich vorwiegend gegen Sachen. Rechte Gewalt vorwiegend gegen Menschen. Wenn du den Unterschied nicht checkst, dann verpiss dich einfach. Die identitäre Bewegung sucht sicher noch ein paar Kameraleute oder so. Samstagabend, 11. April 2026, Gaswerkareal in Bern, kurz vor 11:30. Mehrere hundert Personen versammeln sich spontan, unbewilligt. Der Zug bewegt sich über Sandrhein, Eigerplatz, Schwarztorstraße zum Hirschgraben, dann über den Bahnhof zur Schützenmatte. Um 2 Uhr morgens löst sich die Demo auf. Während des Umzugs Pyros, Musik aus mobilen Soundsystemen, eine mobile Bar, ein selbstgebauter Wasserwerfer als Prop, an der Spitze ein Transparent, darauf stand der Titel eines Liedes einer italienischen Antifa-Punkband. Welches Lied genau, das wird nicht erwähnt. Und Sachschaden im mittleren 5-stelligen Bereich. Sprayereien und eingeschlagene Scheiben bei der AXA-Versicherung und der Immobilienfirma Wincasa. Die Medien schrieben alle Titel eines Liedes einer antifaschistischen italienischen Punkband. Alle. Wortgleich. Copy-Paste. Keine schreibt welches Lied. Keine. Nicht BZ, nicht der Bund, nicht 20 Minuten, nicht SRF, nicht SDA, als wäre es so ein Staatsgeheimnis. Ich habe für euch mal schnell 5 Minuten gesucht. Der Song heißt Figli della stessa rabbia, auf Deutsch Kinder derselben Wut, von der Banda Bassotti, Ska-Punk aus Rom. Und im Song eine Liste von Leuten. Revolutionäre, antikoloniale Kämpfer, Widerstand gegen Unterdrückung. Irgendwie traurig, dass das keiner schreibt. Aber klar, solange auf dem Transparent irgendein italienisches Lied steht, ist Demo eine Party mit Pyros. Sobald auf dem Transparent Kinder derselben Wut steht und man weiß, dass Ho Chi Minh und Che Guevara gemeint sind, ist das eine Demo mit einer ziemlich eindeutigen Haltung. Und weil Bern gerade keine Demo haben will, sondern eine Party, darf da auch kein Liedtitel stehen, nur Platzhalter. Das nennt man aktives Entpolitisieren. Und ehrlich gesagt, ich bin nicht stolz darauf, dass ein Typ mit ihrer am Samstag herausfinden muss, was der Song heißt. Das sollte eigentlich jemand mit Presseausweis machen. Die Anstatt ist eine Hüttensiedlung auf dem Gaswerkareal in Bern. Ungefähr 50 Menschen leben dort, besetzt seit Juli 2018. Am 30. November 2025 hat die Stadt Bern abgestimmt über 3 Vorlagen zum Gaswerkareal. Ergebnis 73 bis fast 79% Ja. Auf dem Areal sollen bis zu 500 Wohnungen entstehen, 3/4 davon gemeinnützig oder preisgünstig. Die Hälfte richtig gemeinnützig, also in Kostenmiete bei einer Genossenschaft. Die Anstatt muss bei Baustart weichen. Das heißt, das Projekt, gegen das sich der Protest richtet, ist kein klassisches Gentrifizierungsprojekt. Es ist in Teilen ein Schritt in die richtige Richtung. Und trotzdem zerstört es einen Ort, der seit 7 Jahren existiert, ohne dass ihn jemand gebraucht hätte. Für die BewohnerInnen der Anstatt heißt das, ihre Lebensform verschwindet. Und für Leute, die die Stadt nicht nur als Produkt von Baukrediten verstehen, heißt das, der letzte unkommerzielle Freiraum mitten in der Stadt wird zu Beton. Und einen kleinen Ausflug in Osten. In St. Gallen gibt es ein Kulturlokal. Rümpeltum existiert seit 20 Jahren. Ich hatte dort tatsächlich meinen ersten Absturz gehabt. Angefangen hat das Ganze Ende der 90er. Jugendliche in St. Gallen haben keinen Ort für unkommerzielle Kultur, also besetzen sie Häuser. Das hat dann natürlich zu Räumungen geführt und dem ganzen Rattenschwanz. Aber dem ist etwas Interessantes passiert. Die Stadt hat irgendwann begriffen, dass da ein echtes Bedürfnis ist. Und wie wir das auch immer wieder sagen, wenn ein Bedürfnis da ist, wird sich ein Raum genommen.
Mit Hilfe von GassenarbeiterInnen ist dann 2001 ein abbruchreifes Haus gefunden worden. Das ist das erste Rümpeltum geworden. Legal. Seither ist das Ding 3-mal umgezogen. Jedes Mal das Haus muss halt weg für einen Neubau oder einen anderen Plan. Und jedes Mal hat die Stadt mit dem Kollektiv gemeinsam eine Lösung gesucht. Seit 2022 steht das Rümpeltum am Bahnhof St. Gfiden. Existiert, läuft. Aber wieso erzähle ich euch das genau? Weil in Bern jetzt 500 Wohnungen auf dem Gaswerkareal gebaut werden sollen. 3/4 gemeinnützig oder preisgünstig. Und das ist verdammt stark. In der aktuellen Wohnungsnot ist das möglicherweise eines der besten Projekte in der Schweiz im Moment. Da bin ich voll dabei. Aber man muss auch sagen, wenn es St. Gallen schafft, mit einem Kollektiv von 15 Leuten nach Lösungen zu suchen, dann schafft es auch Bern mit 50. Das Rümpeltum existiert, weil die Stadt St. Gallen gesagt hat, diesen Ort wollen wir nicht verlieren. In Bern ist das kein Thema gewesen. Nicht in der Abstimmungsbotschaft, nicht im Büro vom Graffenried, nicht im Stadtrat. Es geht nur um entweder Anstatt oder 500 Wohnungen. Es geht darum, dass eine Stadt mit knapp 150'000 Einwohnern auch noch 50 Menschen irgendwo unterbringen kann, ohne dass es zu einem Entweder-Oder kommt. St. Gallen kriegt es an. Und wenn das heisst, dass wir jetzt halt nochmal 3 Jahre debattieren und eine zweite Abstimmung brauchen, dann ist das halt so. Die Anstatt ist ein Bedürfnis. Und da sehen wir, wie sie sich Raum nehmen. Jetzt zur Polizei. Die Kantonspolizei Bern sagt mehrere hundert Personen. Ein Reporter der Berner Zeitung, der vor Ort war, schätzt gegen 1000. Der Bund und die SVP sagen 1000. Mehrere hundert, wörtlich mindestens 2, vielleicht 400. Ein Reporter mit Augen sagt 1000. Die SVP, die sonst gern draufhaut, wenn es gegen links geht, sagt auch 1000. Wir kennen das. Frauenstreik Zürich 2019, Polizei 10.000, Korrektur 40.000. Black Lives Matter in Bern 2020, Polizei seit 2000, Korrektur 8.000. Klimastreik in Basel 2021, 3.000, Korrektur 8.000. Immer zu klein, nie zu gross. Wieso? Weil die kleine Zahl halt bequemer ist. 500 ist ein Haufen, nichts Politisches. Da kann die Polizei sagen, haben wir halt aufgelöst, hat sich nicht gelohnt. Bei 1000, naja. Alec von Graffenried, Sicherheitsdirektor der Stadt Bern, grüne freie Liste. Am Sonntag nach der Demo sagt er gegenüber der Berner Zeitung, nach seinen Einschätzungen seien wenig Inhalte transportiert worden. Es sei vor allem um eine Party, um Fun gegangen, mit einzelnen Teilnehmenden, die ausgetickt seien. 3 Tage später im Berner Bär-Interview rudert er zurück. Seine Aussagen seien missverständlich gewesen. Ja. Missverständlich. Das heisst nicht, ich habe mich geirrt, das heisst, ihr habt mich falsch verstanden. Party heisst Party. Fun heisst Fun. Austickt benutzt man bei jemandem, der auf einem Geburtstag eine Torte in die Tapete schmeißt. Nicht bei jemandem, der gezielt die Scheibe von einer Versicherung einschlägt, die für Gentrifizierung steht. Wer das als Party liest, hat transparent nicht gelesen. Die AXA nicht gesehen, Wincasa nicht gesehen und will es wahrscheinlich auch nicht. Weil, wenn es eine Party war, muss man es nicht ernst nehmen. Wenn es eine Demo war, muss man antworten. Und antworten ist in Bern gerade nicht so der Vibe. Full Circle. Schließlich hat auch kein grosses Medium irgendwas zu der Botschaft in dieser Demo gesagt. Zufall? Ich glaube nicht. Die SVP Stadt Bern, Co-Fraktionspräsident Alexander Feutz und Parteipräsident Thomas Fuchs fordert Konsequenzen. Von Graffenried sei nicht mehr tragbar. Wie schon nach den Ausschreitungen bei der Gaza-Demo im Herbst beantragt die SVP eine Stadtratsdebatte. Die SVP will jedes Mal einen Rücktritt, wenn von links irgendeine Scheibe kaputt geht. Sie wollen nach der Gaza-Demo im Oktober, sie wollen jetzt, sie wollen nach der nächsten, sie wollen auch dazwischen immer wieder wollen. Und kurzer Callback zuvor. Die SVP redet nicht zufällig von 1000 Demonstranten oder noch mehr. Je grösser der Mob, desto grösser das Versagen vom Sicherheitsdirektor. Je grösser das Versagen, desto lauter die Rücktrittsforderung. Empörungsmathematik. Was ich gerne mal gesehen würde, wäre die SVP, wo einen Rücktritt fordert, wenn die Polizei 2 gefesselte Männer verprügelt, wenn ein Polizist einen unbewaffneten Mann verschießt, wenn ein Rechtsextremen in Solothurn Brand stiftet, wenn Polizisten unnötig minutenlang einem festgenommenes Knie in den Nacken pressen, wenn Polizisten mit Gummischrot auf Köpfe schiessen, aber da wäre dann auch wirklich zu viel verlangt. 1000 Leute zerlegen in Bern ein paar Scheiben. Die Scheiben gehören einer Versicherung und einer Immobilienfirma. Auf dem Transparent steht «Kinder derselben Wut». 3 Sachen sind politisch. Die Demo, das Transparent und die Adresse. 3 Sachen werden unpolitisch gemacht. Die wird nicht genannt. Die Demo war eine Party, die Adresse
Zufall. Das ist Methode. Solange wir es Party nennen, müssen wir nicht antworten. Solange wir es Zufall nennen, müssen wir nichts ändern. Solange wir es nicht benennen, müssen wir es nicht zur Kenntnis nehmen. Aber es lässt sich nicht endlos depolitisieren. Irgendwann zerbrechen die nächsten Scheiben und dann die übernächsten. Und irgendwann ist auch am Sicherheitsdirektor klar, wer permanent so tut, als gäbe es keinen Konflikt, hat halt den Konflikt nicht weg. Im Februar kündigt die Migros einem Influencer den Vertrag. Er heißt Jan Gustav. Seine Getränkemarke fliegt aus dem Sortiment. Ein paar Tage später, Coop zieht nach. Offiziell zu wenig Nachfrage. Im April verschwindet die Marke American Favorites aus den Migros-Regalen. Toastbrot, Cookies, Bagels, Burger Buns. Die Freiheitsstatue wird vom Packaging abmontiert. Das Toast heißt jetzt Sandwich Migros. Bis 2027 sind alle Bezüge zu den USA weg. Migros sagt, in beiden Fällen hat nichts mit Politik zu tun. Im Februar fliegt ein Nazi aus dem Sortiment, im April den Freiheitsstatue vom Toastbrot. Migros sagt, sie gibt nichts Politisches, beides Marktentscheidungen. Und wisst ihr was? Sie haben recht. Migros ist kein Aktivist, Migros ist ein Konzern. Die Migros baut keine Antifa-Strategie, sondern eine Verkaufsstrategie. Und genau da wird es interessant. Wenn die Verkaufsstrategie sagt, der junge Tatsympathisant muss raus, dann nicht, weil die Migros das so will, sondern weil ihre Kunden das so wollen. Wenn die Verkaufsstrategie sagt, Freiheitsstatue raus, dann nicht, weil Migros plötzlich Eisrazzien verstörend findet, sondern weil ihre Kunden das tun. Antifaschismus rentiert sich halt gerade. Das heisst, die Mehrheit der KonsumentInnen in der Schweiz will keine Nazis im Sortiment. Und sie will keine Pancake-Romantik mehr, wenn die gleiche Flagge gerade über Konzentrationslager prangt. Und das ist Geschichte. Nicht Migros wird gut, sondern wir sind gut genug, dass der Migros nicht mehr anders kann. Jan Gustav. Stati-Szene, Videos am Bahnhof Stadelhofen, wo er mit jungen Leuten redet, oft mit Migrationshintergrund. Er betreibt eine Getränkemarke, Vitamindrinks, bis Februar im Sortiment von Migros und Coop. Seit einiger Zeit hat er einen Zweitkanal. Dieser heißt, interessiert eigentlich keine Sau. Da macht er, Zitat, ernsthafte politische Inhalte. Im November 2025 postet er ein 4-minütiges Video über ein Asylzentrum in seiner Gemeinde. Er sagt, Asylbewerber seien eine Gefahr für die Sicherheit in der Schweiz. Er beruft sich auf Zahlen aus einem SVP-Postulat, nicht aus offizieller Statistik. Er sagt, vor ein paar Jahren hätte ich als uninformierter Wähler vermutlich ja gestimmt. Ich glaube, ich werde nie wieder für ein Asylprojekt stimmen. Und dann fabuliert er darüber, dass die SchweizerInnen bald eine Minderheit im eigenen Land seien. Natascha Strobel, Politikwissenschaftlerin und Expertin für Rechtsextremismus, ordnet das ein. Das ist die Verschwörungserzählung vom großen Austausch. Die Idee, dass die einheimische Bevölkerung Europas gegen vorwiegend muslimische MigrantInnen ausgetauscht werden soll. SVP-Inhalt. Das ist Neonazi-Vokabular. Stadelhofer Gustav. Der Typ, der vor einem Jahr mit migrantischen Jugendlichen Strasseninterviews gemacht hat, schiebt plötzlich ein Video zum grossen Austausch raus. Nicht in der Variante Ausländer sind anstrengend, sondern in der Variante wir werden austauscht. Das ist nicht einfach rechts. Das ist der Text, wo der Breivik vor der Tat in sein Manifest hineingekotzt hat. Der Text, wo im Christchurch Manifest gestanden ist. Der Text, wegen dessen Ideologie in Halle 2019 Menschen gestorben sind. Das ist nicht meine Einordnung, das ist die von einer Expertin. Aber der Gusti singt halt also schön am Stadelhofen. Recherche des Sonntagsblicks vom März 2026. Gustav teilt auf seinem Zweitkanal systematisch Inhalte aus dem rechtsextremen Spektrum. Ein Video mit vollverschleierten Frauen, die ein weißes Paar in einem Museum betrachtet, während eine dramatische Stimme erklärt, korrupte Eliten ließen absichtlich Eindringlinge nach Europa. Das ist die visuelle Kurzform des großen Austauschs. Weitere Reposts über die angebliche weiße Schuldkultur. In einem der Videos sagt ein Mann, ich setze mich für das Ende des Schweigens von Weißen, für das Ende der weißen Schuld. Antifeministische Propaganda, Videos, in denen behauptet wird, Kinder gehören nicht fremdbetreut, die Gesellschaft werde indoktriniert. Die Eliten! Natürlich. Das Traurige daran, die Elite existieren tatsächlich. Nur sind sie nicht so geheim, wie wir alle tun. Das sind Faschist-Orange, Epstein, Putin und die Handlanger. Die AfD, die SVP, die Republikaner. Die Elite, die Verschwörungstheorien über Elite verkaufen. Die Elite nehmen die Bevölkerung aus und machen das Leben von uns allen schlechter. Aber sie haben einen Trick gelernt. Sie reden über andere Eliten. Eliten in Brüssel, Eliten in Davos, Eliten, die MigrantInnen einschleusen. Damit niemand merkt, dass die Elite, die da wirklich was zerlegen, Agent Krasnov entweder kontrolliert oder ihm in den Arsch rühren. Und um es mit dem Wort von der SVP zu sagen, Zitat,
Statt gezielt jene Migranten zu holen, die einen Mehrwert für unser Land bringen, ziehen wir schlecht ausgebildete und schwer integrierbare Asylschmarotzer aus fremden Kulturkreisen an, die nur ein Ziel haben: von unserem hart erarbeiteten Wohlstand zu profitieren. Also schau, ich habe mit dem Rauchen aufgehört und jetzt echt nicht Nerven, um auf das eingehen. Wenn du es nicht verstehst, dann weil du nicht willst. Oder weil du einfach zu dumm bist. In einem Livestream wird Gustav gefragt, was er von der jungen Tat halte. Seine Antwort: Sie kämpfen für die richtige Seite und nach dem, was ich sehe, kämpfen sie fürs Land, für Remigration von illegalen Migranten, dafür, dass man vor allem als Mann stark sein und kämpfen können soll. Alles sei based. Unter seinem Asylvideo kommentieren Tobias Link und Manuel Corsia, die beiden Anführer der jungen Tat. Ebenfalls dabei Nicolas Rimoldi, Chef von Maß Voll. Callback für alle, die neu hier sind: Die junge Tat ist laut Nachrichtendienst des Bundes die am schnellsten wachsende rechtsextreme Organisation der Schweiz. Ihre beiden Anführer stehen wegen Körperverletzung, Rassendiskriminierung und Aufruf zu Hass vor Gericht. Die Zürcher Staatsanwaltschaft fordert unbedingte Freiheitsstrafen von gerade mal 6 Monaten. Wir haben hier ausführlich darüber berichtet im Kontext des Solothurner Brandstifters. Sie kämpfen für die richtige Seite. Wie richtig kann die Seite sein, wenn deren Vorstrafenregister aussieht wie so ein Fascho-Speedrun? Drohung und Nötigung, Rassendiskriminierung, üble Nachrede, Verleumdung, Verhinderung von Anlässen, Störung von Religionsfreiheit, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, öffentliche Ruhestörung. Hey, ja cool. Based. Im Februar 2026 beendete die Migros die Zusammenarbeit. Die Aussagen seien nicht mit dem Wertekanon vereinbar. Die Marke des Nazis verschwindet aus dem Sortiment. Coop folgt. Offiziell zu wenig Nachfrage. Gemessen hat man das kurz nach den Schlagzeilen über die Migros-Kündigung. Gustav meldet sich zurück. Er sei gecancelt worden, weil er kritisch über das Schweizer Asylwesen gesprochen habe. Er sagt wörtlich: Wenn du als Influencer in der Schweiz Geld verdienen willst, gilt die Devise sei links oder sei ruhig. Er startet eigen Crowdfunding über 35.000 Franken für die Meinungsfreiheit. So, Bünzli zeigt euch jetzt mal etwas. Das ist die weltbekannte Opferrolle rückwärts mit ein bisschen Rudern. Schau, die Gönnergy-Plörre von Montana Black ist bei Migros immer noch erhältlich. An kritischen Aussagen scheitert es also nicht. Teile von Fascho-Gedankengut, das ist so ein Oxymoron, scheint da schon eher ein Faktor zu sein. Aber wenn du dich halt so unbeliebt machst und dein Pissprodukt so scheiße ist, dass es niemand kauft, dann, und das wird die FDP freuen, ist es halt der freie Markt, der regelt. Und falls ihr denkt, das stimmt nicht, sein Crowdfunding hat innerhalb 36 Stunden 20.000 Franken eingebracht. Das tönt zuerst mal nach «Xeni, den Markt liebt ihn», bis mal schaust, wer da eigentlich gespendet hat. Weltwochenboomer, SVP-Twitter-Onkel, Telegram-Accounts mit Reichsadler im Profil. Eine ganze rechte Mobilisierungsmaschine, wo plötzlich auch Vitamindrinks gut findet, wenn sie die richtige Markierung tragen. Das ist nicht der Markt, das ist eine politische Spendenkampagne mit Getränkepulvermantel. Und das ist genau der Witz. Die Leute, die ständig rumbrüllen, dass der Markt nicht mehr funktioniert, weil die Linken sie angeblich canceln, die rufen dann sofort zur kollektiven Kaufmobilisierung auf, wenn ihr Mann auf der Verliererseite steht. Der Markt regelt so lange, bis er das Falsche entscheidet. Und an alle, hebt mal die Fresse, wenn ihr Meinungsfreiheit nicht versteht. Meinungsfreiheit heisst, dass der Staat euch nicht einsperrt für eure Meinung. Fakten sind keine Meinung. Und Gegenrede ist Meinungsfreiheit von anderen. Die Marke American Favorites wird aus dem Migros-Sortiment genommen, schrittweise bis 2027. Der erste Schritt ist sichtbar. Das dunkle Toastbrot mit Freiheitsstatue und Schriftzug American Style heißt ab April 2026 Sandwich Migros. Neues Packaging, neutrales Blau-Rot, keine USA-Referenz mehr. Betroffen sind Cookies, Bagels, Brownies, Burger Buns. Alle werden bis Ende 2027 umgestaltet. Migros sagt offiziell, diese Änderungen haben keinen politischen Hintergrund. Es sei Teil einer Strategie, 80 von 250 Eigenmarken zu streichen. Die Rezepte bleiben gleich. Keine politische Gründe, absolut keine. Migros hat
sich einfach so beim Kaffee denkt, die Freiheitsstatue, die stört uns jetzt. Wir wissen nicht wieso, aber irgendwie fühlt sich das Ganze gerade weniger gut an. Kein Zusammenhang, reiner Zufall. Schau, Migros ist ein Konzern und Konzerne sind keine Aktivisten, sondern Seismographen. Wenn die Migros America Branding abschraubt, dann nicht, weil jemand in der Chefetage plötzlich Howard Zinn gelesen hat, sondern weil ihre Kunden beim Toastbrot mit Freiheitsstatuen nicht mehr an Pfannkuchen denken, sondern an ICE-Agenten und einem Pädophilen, dessen Justizministerium die Epstein-Akte zurückhaltet. Übrigens nochmal ein Callback für alle, die unser WEF-Segment gesehen haben. An der Wanderung von Küblis nach Davos hat jemand aus US-Flagge ein Hockenkreuz bastelt. Das war im Januar, jetzt ist April. Die Migros verpackt ihren Toast neu. Zusammenhang? Ja, wahrscheinlich nicht. Kurz zur Einordnung. Migros und Coop sind nicht die guten Jungs geworden. Migros ist der Konzern, der Optical Hühnerställe betreibt, wo Tierschutzorganisationen permanent Quälerei dokumentieren. Migros ist der Konzern, der gerade Smooth seinen Lieferdienst geschlossen hat. 400 Jobs weg. Migros ist der Konzern, der seine Preise für Fleisch mit Coop so abstimmt, dass Metzger in der Region nicht mehr günstiger anbieten können als die beiden Riesen. Coop ist der Konzern, der bei einer Abstimmung über Mindestlohn und Arbeitszeit gegen seine Angestellten steht. Wenn diese beiden plötzlich moralisch werden, dann nicht aus Überzeugung, sondern weil der Markt kippt. Und das ist eigentlich die Nachricht. Nicht Migros ist jetzt cool, sondern das Klima hat sich so weit gedreht, dass selbst Migros das merkt. Wenn Migros Angst hat, an Amerika kleben zu bleiben, heisst das, der Boden unter Amerika ist weich geworden. Der Boden unter der jungen Tat ist weich geworden. Und das ist trotz allem eine kleine, gute Nachricht. Nicht weil der Migros jetzt links wäre, sondern weil die Realität ein bisschen mehr based worden ist. Wenn der Detailhandel das merkt, dann merken es auch andere. Also schau, ein Konzern hat zwei politische Entscheidungen getroffen, die er als unpolitisch verkauft. Stimmt, sie sind nicht am Migros seine politischen Entscheidungen, es sind unsere. Migros zählt nur und im Moment zählen es uns und das, was sie sehen, gefällt mir eigentlich ganz gut. Im Kanton Aargau in Laufenburg, direkt an der deutschen Grenze, graben gerade ein paar Leute ein Loch. 27 Meter tief, länger als 2 Fußballfelder. Rein kommt die größte Redox-Flow-Batterie der Welt. Laut Betreiber Flexbase 1,2 Gigawattstunden. Das entspricht ungefähr der Leistung des Kernkraftwerks Leibstadt, ebenfalls im Aargau. In Betriebnahme 2029. 300 Arbeitsplätze geplant, Kosten 1 bis 5 Milliarden Franken. 27 Meter tief. Das sind... keine Ahnung, 298 Saarländer oder ungefähr das Empire State Building, also wenn man es umleitet und dreiteilt, oder wenn ihr imperiale Masse heute bevorzugt, fucking viel Big Macs. Kurz zur Sachlage. Eine Lithium-Ionen-Batterie kennen wir. Handy, E-Auto, Werkzeug, da steckt die Energie in festen Zellen. Eine Redox-Flow-Batterie funktioniert anders. Die Energie steckt in Flüssigkeiten. 2 große Tanks, 2 Elektrolytlösungen, obendrauf ein Zellstapel, der die chemische Energie in Strom verwandelt und zurück. Vorteil: skalierbar. Je größer die Tanks, desto mehr Energie. Langlebig, wenig Verschleiß. Nachteil: nicht so effizient wie Lithium und grundsätzlich umstritten, ob die Technologie überhaupt wettbewerbsfähig wird. Tobias Schmidt, Professor für Energie- und Technologiepolitik an der ETH Zürich, hat die Technologie schon 2020 analysiert. Sein Fazit: die Redox-Flow-Technologie hat keine Chance. Der Markt treibe die Lithium-Ionen-Batterien wegen der Elektromobilität so schnell, dass keine andere Technologie mitkommt. Flexbase-Chef Marcel Aumer widerspricht: Japan, China, Südkorea seien in dieser Technologie 7 Jahre voraus. Europa müsse nachziehen. Also gut, ein Privater baut das, was wir seit Jahren als Schweiz eigentlich bauen müssten. Energiespeicher in dieser Grössenordnung für die Energiewende. Und ehrlich, zuerst mal kein schlechtes Ding. Bis zu 5 Milliarden Franken werden in Laufenburg in Boden gerammt. Das spielt Aufträge in regionale Bauunternehmen, 300 Arbeitsplätze, Steuern, Wirtschaft halt. Das ist die gute Hälfte der Geschichte. Aber dann gibt es auch noch die andere Hälfte. Und die heisst, wieso macht das ein Privater? Wir reden seit 10 Jahren über Energiewende, über Stromlücken im Winter, über Speichertechnologie, Bundesrat bla, Energiestrategie 2050 bla, Sondersession bla. Resultat: ein paar Heizungsförderprogramm und das Gefühl, dass irgendjemand immer gerade an irgendetwas schafft. Und während wir uns in 47-seitigen Bericht verlieren, fährt auf einmal ein Bagger im Aargau los und buddelt einfach mal das grösste Batterienetz
Batterieprojekt der Welt aus. Das ist nicht das Versagen von der Flexbase, das ist das Versagen vom Bund. Und wer den als Belohnung das Ding besitzt, ist halt der es graben hat. Logisch eigentlich, nervt halt nur irgendwie, weil da sehen wir, dass es ja eigentlich machbar ist. Die Bevölkerung will halt nicht. Für alle, die dabei waren, als wir die Erbschaftssteuer besprochen haben vor der Abstimmung im November. Die Initiative für eine Zukunft wollte 50% Erbschaftssteuer auf alles über 50 Millionen Franken, hätte ungefähr 6 Milliarden pro Jahr eingebracht, zweckgebunden für Klimaschutz, 78% Nein. Und für alle, die dabei waren, als wir den Klimafonds besprochen haben, vor der Abstimmung im März. Die Klimafondsinitiative wollte, dass der Bund 0,5 bis 1% der Wirtschaftsleistung jährlich in Klimaschutz, Energiewende und Biodiversität steckt. Hätte 4 bis 8 Milliarden pro Jahr gebracht. Zweckgebunden für Klimaschutz. 70,7% Nein, kein einziger Kanton dafür. 6 Milliarden pro Jahr. Das ist eine Batterie in AKW-Leistung pro Jahr mit einer Milliarde Bonus, um daneben noch das Solarkraftwerk anzustellen. Geld, das sonst auf irgendwelchen Konten versucht. Das macht nichts. Es nützt niemandem, außer halt am Vermögensberater, der jeden Monat seine Provision darauf einstreicht. 78% Nein. 4 Monate später grabt das Privatsunternehmen in Laufenburg ein Loch für eine bis zu 5 Milliarden Franken teure Batterieinfrastruktur. Argument gegen die Erbschaftssteuer war Schuldenbremse, Bürokratie, Planwirtschaft, Mimimi, die gottgleichen Superreichen ziehen sich alle weg. Merkt ihr selber, oder? Swissgrid, die Betreiberin des nationalen Hochspannungsnetzes, schließt die Laufenburger Anlage ans Netz an. Die Anlage wird Teil der Schweizer Stromversorgung. Eine Anlage, die der Leistung eines AKWs entspricht. Privat finanziert von der Flexbase AG, einem privaten Unternehmen. Jetzt mal kurz, wem gehört Stromversorgung in der Schweiz? Historisch uns. Wasserkraftwerk, Netz, Stauseen, alles öffentlich. Unsere Grosseltern haben das gebaut. Nicht, weil es billig war, sondern weil es richtig war. Und jetzt baut jemand privat den grössten Stromspeicher der Welt. Gehört ihm. Swissgrid schließt an. Unser Netz, sein Strom. Andere Länder haben kritische Infrastruktur schon privatisiert. Die Deutsche Bahn. Fahrpreise verdoppelt, Pünktlichkeit unter aller Sau, wenn der Zug denn überhaupt fährt. Im US-Stromnetz. Texas friert alle 2 Jahre ein, weil Gewinne wichtiger sind als Winterfestigkeit. Und in Chile gehen 30% von dem Einkommen für die Stromrechnung drauf. Das heisst, nicht, dass Laufenburg morgens neue Texas wird. Das heisst, wer baut, bestimmt langfristig den Preis und Eigentum wandert. Heute Flexbase, 2035 ein Finanzinvestor, 2045 ein Holding aus irgendwo. Jede Station optimiert auf Rendite, nicht auf günstigen Strom für uns. Das wäre der Moment, wo sich der Bund überlegen sollte, ob er nicht doch mitreden will. Beteiligung, Vorkaufsrecht oder wenigstens eine Klausel, dass man die Anlage nicht einfach so verkaufen darf. Die Batterie ist nicht allein, sie ist Teil eines 20.000 Quadratmeter großen Komplexes mit einem KI-Rechenzentrum und Büros und Labors. Swissgrid selbst sagt, solche Batterien sind wichtig, weil der Strombedarf von KI-Rechenzentren massiv steigen wird. Ich finde es bemerkenswert. Die grösste Batterie der Welt wird in der Schweiz gebaut. Nicht weil die Schweiz ihr Klimaziel erreichen will, sondern weil ein KI-Rechenzentrum nebendran Strom frisst. Und auch wenn die Batterie speichert, der Hunger von dem Moloch-Rechenzentrum muss trotzdem von irgendwo gestillt werden. Eine Batterie speichert, sie produziert nicht. Heisst, irgendjemand muss den Strom liefern. Atom aus Leibstadt, Wasser aus Stauseen, Solar, wenn die Sonne scheint, an dunklen Wintertagen vielleicht eingekauft aus irgendwelchen Kohlekraftwerken. Was der Moloch frisst, wählt woanders. Im Netz, im Geldbeutel, im Klimaziel. Die Schweiz hat zweimal Nein gesagt. Zu der Erbschaftssteuer, zum Klimafonds. Beide Mal ist das Argument, zu teuer, geht nicht, Schuldenbremse und die armen Reichen, die wegziehen. Wenn die Anlage in Laufenburg 2029 steht und läuft, haben wir wenigstens einen Beweis, es geht eben doch. Und das ist vielleicht die wichtigste Lehre von dieser ganzen Sache. Nicht der Bund hat versagt, sondern beim nächsten Mal können wir nicht mehr sagen, es sei utopisch, weil es steht ja im Aargau. Ja. Oh Gott, zum Glück bin ich da noch durchgekommen. Burp Juice. Che Guevara. Dann halt nicht zurück in die Schublade, liegt halt am Boden. Hat sich verdammt gelohnt, oder? Denke ich mir jedes Mal, wenn ich da einen Zug anlege. Ich habe ein SMS bekommen oder so. Mein Nadel hat bup. Jetzt soll ich mal noch irgendwo auf die Kamera gesagt haben, Trump ist im Fall verdammt pädophil.